Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute ein enorm, also wirklich enorm spannendes Thema, nämlich das Quick-System von Metabo. Ich sag's jetzt mal, was ist das denn? Ganz einfach, du kennst von Bosch ja den FlexiClick. Ergo, du hast irgendwelche Aufsätze wie das hier, ja, so ein Exzenter-Aufsatz und ähnliches. Das gibt es auch von Metabo. Und zwar in einer etwas anderen Dimension und vor allem für eine andere Kraft. Denn wir haben hier dieses Wechselbohrfutter oder Wechselfuttersystem besser gesagt. Und zwar haben wir das hier im Bereich bis 130 Newtonmeter. Nochmal, 130 Newtonmeter um die Ecke schrauben. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wir das hier von Bosch kennen. Und das gucken wir uns heute an. Und vor allem schauen wir, ob wir so oder so eine 600er Schraube reinschrauben können. So, wir haben heute also unseren schönen Metabo Akkuschrauber mit einem wirklich brachial-martialischen Aufsatz und nicht nur dem. Aber erstmal, welches Gerät haben wir denn hier eigentlich? Der hier kommt euch hoffentlich bekannt vor. Ich habe die stärksten Akkuschrauber, die es gibt, schon mal getestet. Das Video verlinke ich dir mal hier oben. Und da hat er extrem gut abgeschnitten aufgrund verschiedenster Funktionen. Die gucken wir uns gleich bei dem nochmal an, denn der ist annähernd baugleich. Und wenn du das hier so anschaust, ja, da ist gar kein so großer Unterschied. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Akkuschraubern ist es, dass der hier keine Schlagfunktion hat. Ansonsten hat er zu 100% die gleichen Funktionen wie der hier. Und das Interessante an dem ist halt, wir haben hier 130 Newtonmeter maximales Drehmoment, maximale Kraft, die wir hier ausüben können. Und damit werden wir heute noch so eine Schraube 60 Zentimeter Vollgewinde in dieses Stück Holz hier reinschrauben. Und das macht das schon zu etwas Besonderem. Und Metabo hat es bestimmt nicht leicht, als sie diesen Akkuschrauber hier entwickelt haben. Denn wir kennen ja hier das System von Bosch. Und das ist auch bei weitem nicht schlecht. Aber Bosch hat einen Vorteil. Das ist der 60 FC und ein 60er hat halt auch nur 60 Newtonmeter. Und mit 60 Newtonmeter können wir hier relativ mit kompakten Dingen arbeiten und können hier so Sachen machen und alles kein Problem. Jetzt sind wir hier aber, bei 130 Newtonmeter. Und wenn du 130 Newtonmeter hast, ja, die du auf so einen Exzenter-Aufsatz ausüben möchtest, dann brauchst du hier ganz andere Kaliber. Ich würde sagen, wir haben hier ein Teil, das wiegt 500-600 Gramm und ist wirklich sehr massiv. Und das unterscheidet vor allem auch dieses System von Metabo von anderen Systemen, dass es wirklich für ihr Top-Modell bei Akkuschraubern ausgelegt ist. Und das finde ich auch sehr mutig von Metabo. Und sie haben mir gesagt, dann machen wir es hier einmal richtig, ja, so mit maximaler Power und Kraft, was man denn haben kann. Vielleicht ganz kurz aber zur Info. Wir sind hier bei dem Gerät, bei einem Preisbereich, und das wie immer findest du unten Angebote mit verschiedenen Konstellationen hier in der Videobeschreibung. Da findest du den ersten ehrlichen Preisvergleich, wie immer, denn wir sind hier im Bereich bei 230 Euro, und zwar in dieser Konstellation. So, du bekommst den Akkuschrauber Solo plus einmal den Bithalter plus ein Bohrfutter und den Griff, den du auf jeden Fall brauchst, wenn du hier ordentlich Kraft auch ausübst. Das gehört alles mit dazu für den Preis. Dann hast du nochmal die Möglichkeit, jetzt das denn zu erweitern, um zum Beispiel einen Akku, aber zu erweitern zu einem Winkelaufsatz. Hier sind wir so beim Bereich so um die 70 Euro, um hier entsprechend um die Ecke zu schrauben. Ich zeige dir das gleich nochmal im Detail. Und hier sind wir dann schon im Bereich bei 80 Euro. Beim Exzenter-Aufsatz und dazu gehört auch noch das hier und das hier. Und das werden wir auch brauchen, denn wir werden nachher die große Schraube, diese Schraube hier, diese Riesenschraube hier, die werden wir nachher mit genau diesem Aufsatz schrauben, um einfach auch zu testen, hält er es aus oder nicht. Allgemein, wenn du dich für Akkuschrauber interessierst und gerade einen sehr starken Akkuschrauber haben möchtest, dann kann es für dich sinnvoll sein, auch nicht den hier zu nehmen, den Standard, auch den verlinke ich dir unten im ehrlichen Preisvergleich, nicht den zu nehmen, also so in dieser Konfiguration, so ohne Akku oder auch mit. Denn du bekommst ja, wenn du den hier kaufst,
bekommst du ja hier das Bohrfutter dazu, was du hier auch hast. Bekommst aber nochmal extra einen Bithalter dazu. Aber kannst das Ganze auch abnehmen und hast damit ein viel kompakteres Gerät. Es ist enorm kompakt, so wie wir das hier sehen. Und zwar sind wir hier nur bei, jetzt muss ich mal messen, das sind, schaut mal. Wir haben hier gerade mal so 14,5 Zentimeter, knapp 15 Zentimeter vielleicht. Jetzt nehmen wir nochmal den anderen hier als Vergleich. Hier sind wir bei entspannten 23 Zentimetern. Und gerade wenn wir hier mit so etwas in einem sehr engen Bauraum arbeiten, ja, wir wollen jetzt hier zum Beispiel ist irgendetwas, wir wollen hier eine Schraube reindrehen, dann hast du hier natürlich die Chance, das zu machen. Mit dem hier gar keine Chance, ja, wo du hier jetzt schon arbeiten könntest. Du müsstest ja mit dem hier hin, um die Schraube zu haben. Ja, das ist ein Riesenunterschied, den wir hier haben. Und das ist ein Grund, warum du dich gegebenenfalls dazu entscheiden könntest, genau den hier zu nehmen, anstatt den hier. Und das solltest du wissen. Deswegen mache ich das Video vor allem auch heute. Der einzige Unterschied ist dieser Knopf hier, den wir haben. Nämlich hier an der Stelle können wir hier auf Meißel, also auf die Schlagfunktion besser gesagt, umschalten und hier auf die Schraubfunktion. Das ist alles. Wobei ich immer wieder darauf hinweisen möchte, die Schlagfunktion von Akkuschraubern ist eine Sache, die man nutzen kann, die halt dafür da ist, um mal ein Loch zu bohren, mal irgendwo etwas hineinzubekommen. Das ist nicht für Stahlbeton zum Beispiel gedacht oder ist eher für weichere Materialien gedacht, wie Kalksandstein oder noch weichere Sachen. Und wenn du damit jeden Tag arbeitest, dann wird das hier auch irgendwann den Geist aufgeben. Da bin ich fest der Meinung. Und deswegen ist es so, hier hast du das kompakte Gerät, nimm zum Bohren. Wenn du so einen starken Akkuschrauber nimmst, wirst du wahrscheinlich sowieso einen Bohrhammer noch liegen haben. Dann hast du vielleicht mit dem hier mehr Spaß. Denn hiermit kannst du wunderbar kompakt arbeiten und der ist auch ein bisschen leichter, würde ich sagen. So, und was können wir machen? Ich zeige euch mal was. Wir können hier direkt einen Bit nehmen und den hier einsetzen. So. Und dann könnt ihr schon losschrauben. Ja? Wunderbar. Denn in der Regel, wenn du einen Akkuschrauber hast, wirst du ja meistens eher mit Bits arbeiten. Ergo, du brauchst diese Hex-Aufnahme. Und wenn du jetzt, das ist ja die normale Aufnahme, um ganz kompakt zu arbeiten. Wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte auch einen Bithalter haben, der es ermöglicht, dass der Bit nicht wieder rausgezogen werden kann, wie jetzt hier, dann bekommst du das hier original mit dazu. Das stellst du auf, rein, und dann, so, einfach angesetzt, quick halt, kommt der Bit rein, so, und fertig ist. Und schon haben wir den Bit und, Moment, festmachen, ja, jetzt hält er hier auch. Ja. Das Ganze ist jetzt fest und du hast hier entsprechend die Möglichkeit, ganz normal schnell den Bit rauszunehmen, wieder rein und so und arbeiten. Ist genauso, aber immer noch kompakter, ja, als hier und du kannst wesentlich schneller arbeiten. Ja? Denn wenn du jetzt hier den Bithalter noch dran setzt, bist du hier in dem Bereich. Das ist immer noch sehr, sehr kompakt. Und ich sage deswegen schneller arbeiten, denn hier musst du den Bithalter ja immer erst einsetzen, ja, am Ende des Tages. So, Bithalter rein, wieder zu und so weiter und so fort. Musst du jetzt hier nicht mehr machen. Und wenn du es abmachen möchtest, einfach so, zack, ab. Natürlich hast du hier auch noch dein normales Bohrfutter, so wie du es kennst. Und mal schauen, wie sich dann die Geräte unterscheiden. So, immer noch sehr kompakt, denn wir sehen, das ist jetzt der Unterschied und es liegt einfach daran, dass man hier die Schlagfunktion drin hat. Hier an dieser Stelle ist das Ganze drin. Ja? Ansonsten seht ihr auch, die Geräte unterscheiden sich kaum. Also wenn ihr hier mal so guckt, auch aus der Entfernung, das ist absolut identisch. Ist dasselbe Gerät, alles super. So, und jetzt wird es ja richtig verrückt. Also ich muss sagen, ich habe das in der Ankündigung gesehen und habe gesagt, ja, ach, das gucken wir uns mal an. Und dann kam dieser Moment, ihr kennt das vielleicht, ihr rechnet nicht mit so viel. Dann macht ihr den Karton auf. Nee, in dem Fall war es so, ich habe den Karton in die Hand genommen und gedacht, wow, was ist denn hier los? Wie schwer ist denn das? Karton aufgemacht und dann guckte mich dieser kleine, ja, klein ist falsch, also das Ding hier an. Ja? Und schaut mal hier rein. Wir reden hier von Vollmetall. Ja? Also wir haben hier wirklich, das hier ist alles Metall. Metall, innen, außen. Alles Metall. Und das wiegt auch ein bisschen was. Wir haben hier entsprechend auch die Möglichkeit, das zum Festspannen. Ihr seht auch gleich warum. Da sitzt die Welle drin, um die Kraft zu übertragen. Und wir haben hier am Akkuschrauber
Ja, das ist wirklich quick. Wir haben hier ja den entgegengesetzten Kranz an der Stelle, nehmen das und setzen das hier ein. Ja. Moment. So, setzen das ein. Dann kommt es fest. Und ich sage mal, das ist jetzt ja schon so ein Ding hier. Ja? Also, der ist auch schon gut schwerer. Nicht zu schwer, aber schon schwerer. Aber ich habe jetzt hier ein Teil, das sieht aus wie aus dem Maschinenbau. Also wirklich massiv. Einfach so hier rangesetzt. Und jetzt kommt der Moment, wo man merkt, wie gut ich mich vorbereitet habe, denn ich habe das noch gar nicht gemacht. Das Teil hier muss da jetzt irgendwie ran. Das probieren wir jetzt mal aus. Und zwar nehmen wir es erstmal wieder ab. Ich will das hier mir mal so anschauen. Ich denke mal, das hier muss ab, um den Griff hier ranzubekommen. Das wird ja dann so rum rangehören. Oder doch so rum? Na, wir werden es gleich sehen. So, das hier abbauen. So, und das Ganze ist auch schon fest. Und übrigens, wir können es nicht nur an der Stelle machen, sondern wir können ja auch eine beliebige andere Position nehmen. Ja? Denn dafür ist das Ganze ja gemacht, dass ihr hier irgendeine Position nehmen könnt und das hinstellen könnt, wo ihr wollt. Der Klassiker ist natürlich hier oben, um hier entsprechend um die Ecke zu arbeiten. So, wir nehmen es jetzt, machen das mal fest. So, und jetzt kommt das noch hier dran. Und ich finde, für das Ganze hier zusammen 80 € ist jetzt nicht günstig, aber für die Materialqualität ist das schon wirklich gut. So, und ich sage mal, jetzt ist die Schraube fällig. Also ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass er nicht auseinanderfällt, weil da muss man schon echt eine Menge Vertrauen in sein Material haben, dass man mit 130 Newtonmeter darauf geht, aber schauen wir einfach mal. Und wie würde dieser Akkuschrauber jetzt sagen? Pau, pau, pau! Also es ist wirklich Wahnsinn, was der jetzt hier abgerissen hat, also beziehungsweise was er für Leistung hat. Und das Getriebe hier ist auch leicht warm geworden, da kann man nichts sagen, weil hier wurde auch wirklich ordentlich Kraft ausgeübt. Und man merkt aber, das interessiert das jetzt nicht groß. Also ich hätte auch überhaupt, interessanterweise, es hat nichts gewackelt, es hat sich nichts bewegt. Boah, Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ach übrigens, jetzt haben wir uns die ganze Zeit hier so eine unfassbare Power-Sache angeschaut. Klar, du hast so wie ich es jetzt benutzt habe, macht das auch überhaupt keinen Sinn. Normalerweise würdest du hier ja den ganz normalen Aufsatz nehmen, entweder den oder den. Übrigens, weil ich vorhin nicht erwähnt habe, das ist ein ganz normaler klassischer Sporfutter für Rundschaft. Ja, also hier kannst du nicht nur Hex reintun, sondern auch Rundschaft. So, normalerweise würdest du ja Folgendes machen. Du nimmst das hier, haben wir irgendwo ein Bit hier? Wir haben auch schon mal ein Bit gehabt. Ich will es dir nur auch mal zeigen. Und jetzt möchtest du sehr eng hier eine Schraube reindrehen. Ja? Hier meinetwegen, hier unten. Dann ist es so, dass du mit einem normalen Akkuschrauber, ich zeige dir das auch mal, mit einem normalen Akkuschrauber würdest du jetzt, ja, wenn du gerade schrauben möchtest, maximal hier ankommen. Also mehr geht nicht. Also hier würdest du normalerweise ankommen. Das mit einem normalen Akkuschrauber geht nicht, sondern du würdest wahrscheinlich so dann eher schräg schrauben. Und dann würdest du natürlich hier irgendwann da landen, nicht mehr in dem Material. Und genau dafür hast du diesen Aufsatz. Du kannst ihn jetzt nehmen, du kannst damit dann jetzt hier wunderschön und auch sehr einfach arbeiten. Und dafür ist dieser Aufsatz da. Hier wunderschön versenkt, schön gerade rein und so weiter. Zumindest so weit, wie es jetzt hier mein Auge zugelassen hat. Aber ihr seht, dafür ist dieser Aufsatz da. Jetzt haben wir die ganze Zeit uns aber den Exzenter hier angeguckt und wir hätten mal richtig festschrauben sollen. Wir haben uns den die ganze Zeit angeschaut. Jetzt haben wir auch noch das Thema Winkelaufsatz. Den haben wir ja auch noch. Schaut mal euch das auch hier genauer an. Auch hier Vollmetall gedreht, wunderschön. Das Material hier alles Metall, Metall, Metall. Also hier ist wirklich alles Metall. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, das Ganze zu nehmen und irgendwo fest zu tun. Der Unterschied hier ist folgender. Ich muss immer schauen, dass die Welle zusammenpasst. So. Der Unterschied ist folgender. Ich kann eine beliebige Position nehmen. Jede beliebige Position und das Ganze festmachen. Jetzt, ich nehme es einfach so. Und es ist dann aber auch fest. Also
Es ist erstaunlich. Ich dachte zuerst, die Zähne hier werden gar nicht benutzt. Ist es überhaupt fest? Es ist fest. Glaub mir, es ist fest. Das ist wirklich fest. Hier dreht sich nichts mehr. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man sagen kann, so, ich nehme es und nehme jede beliebige Position, vielleicht so schräg nach oben oder zur Seite. Und wenn ich das hier so mache zum Beispiel, dann kann ich hier so nach unten bohren oder so nach oben. Und was das bringt, das zeige ich dir jetzt mal. Hier haben wir jetzt den normalen Standardschrauber. Jetzt wollen wir hier oben eine Schraube reinschrauben. Das geht nicht. Wir kommen da nicht hin. Das geht nicht. Sondern wir müssen jetzt wieder irgendwie schräg da versuchen, was reinzubohren. Hiermit ist es überhaupt kein Problem. Schaut mal hier. Ich habe immer noch die Möglichkeit, jetzt hier alles Mögliche zu machen. Selbst hier eine große Schraube wie die hier, setzt du das einfach an. Hier oben. So. Fest. Einfach so hier geschraubt. Und genau dafür ist dieser Aufsatz da. Du hast gerade gesehen, dafür ist der Winkelaufsatz. Was du hier aber bedenken musst, ist, dass man... Wobei, warte mal, das muss ich jetzt mal gucken. Auch das geht. Ja. Du kannst jetzt also um die Ecke schrauben, aber auch um die Ecke bohren. Wenn du jetzt hier einen ganz normalen Rundschaftbohrer reintun kannst, kannst du auch wiederum um die Ecke bohren. Ja, wenn das nicht der Hammer ist. Also ergo, es ist alles untereinander kompatibel. Wirklich, wie du siehst, auch wirklich quick und schnell aufsetzbar. Man kann den Aufsatz auch hier drauf machen. Ja, wunderbar. Funktioniert einfach. Also das ist schon erstaunlich, was hier alles geht. Und vor allem immer noch erstaunlich, dass das Ganze hier mit 130 Newtonmeter nicht auseinanderplatzt. Denn bei der Kraft hätte ich wirklich gedacht, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, beziehungsweise dass die Anbauteile noch viel größer, klobiger und schwerer sind. Wir haben hier wahrscheinlich irgendwas um die 200 Gramm. Ich blende dir mal hier die Gewichte der beiden Aufsätze ein. In Summe haben wir immer noch so einen enorm kompakten Akkuschrauber. Bitte schreib in die Kommentare, ob du dich mehr für diese Wechselsysteme interessierst, ob ich da einen großen Vergleich machen soll der verschiedenen Systeme. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten muss ich sagen, hat mich der Akkuschrauber wirklich überrascht. Ach, was ich ganz vergessen habe. Wir haben übrigens auch Impulsschrauben. Haben einige von euch beim letzten Mal drunter gesagt, ich habe es gar nicht so groß erwähnt hier bei dem. Wir haben ja also auch die Möglichkeit, Impuls zu schrauben. Schauen. Ja, dann ist es so, dass der von sich selbst Puls immer kurz anläuft, stoppt, anläuft, stoppt, anläuft, stoppt. Ich habe für mich noch keinen praktischen Nutzen gesehen. Einige von euch finden das ganz toll. Hat er auch. Übrigens hat natürlich der hier genauso wie der andere eine Kickback-Funktion. Das heißt, eine Anti-Kickback-Funktion. Ergo, er reißt deinen Arm nicht mehr rum, weil er das erkennt, diesen Drehmoment erkennt. Ich zeige das mal. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig. Und er hört sich an wie so ein kleiner Roboter aus den 80er Jahren, oder? Roboter müde. Nein, Spaß. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass er auch ein Warnsignal macht und du weißt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn du den Knopf loslässt und wieder drauf drehst, geht sofort wieder los. Eine andere wichtige Funktion ist, was passiert eigentlich? Wir haben hier eine Drehmomentkupplung, die wir hier unten einstellen können. So, nicht hier an dem, ich finde das ganz schön da unten. Dann kannst du Folgendes machen. Du kannst sagen, naja, ich möchte nicht so viel Kraft ausüben. Ich stelle es jetzt mal auf Minimum. Was passiert bei jedem normalen Akkuschrauber, wenn die Kupplung erreicht ist, dann macht er so ratatatatatatat. Ja, er überspringt dann damit das aber nicht weitergeht, hält das hier vorne fest. Hier ist es anders gelöst. Wenn das hier aufhört, ich halte hier einfach mal bewusst fest, dann passiert Folgendes. Und er hört einfach auf. Jetzt bin ich auf Stufe 1, Stufe 10 würde ich auf jeden Fall nicht mehr gehalten bekommen. Aber es ist nicht so, dass er dann die ganze Zeit so weiter vor sich hin grackelt, sondern er bleibt einfach stehen. Finde ich eine super Funktion. So, jetzt aber erst einmal für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.